Du schaust dich gerade nach einem E-Bike um, was dich sicher von A nach B bringt, gut aussieht und nach Möglichkeit noch viel leistungsstarke Performance verbaut hat? Ich glaube, dann habe ich was für dich. Das neue Mogwheel Mesa-Lite ST 2.0. Stell dir vor, du kannst für rund 1000 € ein Citybike kaufen, was auch mal vom Wege abkommen kann und auf unebenen Strecken auch noch passable Leistung bringt. Und nicht nur das. Aktuell bekommst du beim Kauf dieses Bikes noch Zubehör wie eine Federsattelstütze, Schloss, Fahrradhelm sowie Handyhalterung und so weiter im Wert von rund 400 € geschenkt. Du sagst dir jetzt, wow, ein gutes Angebot. Ich habe noch was für dich, denn bei der Bestellung dieses Bikes bekommst du den Versand nach Deutschland kostenfrei und die bewährten 2 Jahre Garantie sind natürlich auch noch dabei. Neugierig geworden? Na dann lass uns gemeinsam mehr erfahren über das neue Mogwheel Mesa-Lite ST 2.0. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anschauen. Dieses Video ist natürlich in Kapiteln aufgeteilt. Im ersten Teil stelle ich euch das Bike vor und im zweiten Teil siehst du dann das Mogwheel Mesa-Lite ST in der Fahrpraxis. In erster Linie ist das ST 2.0 für den Straßenverkehr zum Pendeln oder als Jobrad konzipiert. Es besitzt eine Straßenzulassung, da die Beleuchtung und Klingel natürlich im Lieferumfang enthalten sind. Auch sehr lobenswert zu erwähnen, im Lieferumfang sind noch ein Imbus-Schlüsselsatz, die Bedienungsanleitung, das Ladegerät sowie eine kleine Luftpumpe schon enthalten. Die Pedale, und das ist sehr positiv, sind nicht aus Gummi oder Plastik. Nein, hier verbaut man massives Metall und außerdem sind diese sehr rutsch- und trittfest. Der Rahmen, der wirkt massiv und als Tiefeinsteiger ist das Bike sowohl für Damen als auch für Herren geeignet. Gerade wenn man so ein bisschen älter wird, kann diese Bauform nützlich sein und hilft natürlich deutlich besser auf- und wieder absteigen zu können. Das Bike wird, wie schon gesagt, kostenfrei geliefert. Es ist in einem transportsicheren Karton verpackt und lässt sich in gut einer Stunde zuverlässig zusammenbauen. Das Vorderrad einsetzen, den Lenker justieren, Sattel einsetzen, Beleuchtung und Schutzbleche befestigen und schon bist du fast fertig. Es empfiehlt sich, die Bremsen noch einmal nachzustellen, sowie der Kette noch etwas Fett zu verpassen, sodass die Schaltvorgänge noch besser zu bewältigen sind. Das Mogwheel Mesa-Lite ST bietet dir einen 45 Newtonmeter 250 Watt Heckmotor mit Drehmomentsensor, welcher auch gute Fahrleistung erzeugt. Die Kettenschaltung ist aus einer haltbaren Aluminiumlegierung, welche präzise Schaltvorgänge zulässt. Über die Schaltwippen am Lenker kannst du die Shimano 7-Gang-Tournee-Schaltung ideal steuern, um immer im richtigen Gang vorwärts zu kommen. Das Hoch- und Runterschalten geht natürlich einfach und präzise, sodass diese immer auf die Anforderungen der Straße reagieren kann. Das Besondere: mit seinen 26,5 Kilogramm Gewicht kann das Bike bis zu 135 Kilogramm Gesamtlast tragen, was durch die massive Bauweise zustande kommt. Und ob du nun etwas schwerer bist oder mal etwas transportiert werden soll, für das Mesa-Lite ST kein Problem. Der 36 Volt Lithium-Ionen-Akku ist herausnehmbar und natürlich kann man das Bike auch mal ohne Akku fahren. Wenn wir schon dabei sind, dann bietet er dir 529 Wattstunden und hat mit dem Bike eine Reichweite von ca. 40 bis 60 Kilometer je nach Fahrweise. In meinen Tests kam ich so auf gute 50 Kilometer, was für den Stadtverkehr und das Pendeln absolut ausreichend ist. Aufgeladen ist er von 0 auf 100% in gut 5 Stunden. Meiner Meinung nach gut gelungen ist auch der massive Gepäckträger. Hier lassen sich auch mal schwere Koffer, Taschen und Körbe verstauen. Auf dem weichen und komfortablen Sattel kann man einige Touren aushalten und durch die aufrechte Fahrposition, die dir der gebogene Lenker und der gepolsterte Sattel geben, ist das Fahren deutlich angenehmer. Die LED-Farbanzeige gibt dir während der Fahrt alle Informationen über Akkustand, Reichweite, Geschwindigkeit und es ist sogar ein kleiner Drehmomentsensor verbaut, der dir die Beanspruchung des Motors widerspiegelt. Und die 5 Unterstützungsstufen, die lassen sich über die am Lenker befindliche Schaltung einschalten. Weiterhin kannst du über diese das Bike an- und ausschalten und das Licht aktivieren. Eine kleine Hupe, die bietet man dir auch, aber die Klingel ist da deutlich hörbarer. Zur Beleuchtung muss ich sagen, dass der Frontscheinwerfer hier eine ausgezeichnete Lichtleistung bietet. Auch das im Rahmen verbaute Hecklicht sieht designtechnisch hervorragend aus. Das Einzige, was ich jetzt nicht so richtig deuten kann, ist, ob es den StVO-Richtlinien entspricht. Zur Sicherheit kann man sich ja noch ein kleines weiteres Rücklicht am Sattel oder am Heck zusätzlich befestigen. Bei den 27,5 Zoll Reifen gibt es wieder eine sehr positive Besonderheit zu erwähnen. Hier ist schon ein Reflektorband im Gummi verbaut, sodass du nachts noch besser sichtbar bist. In puncto Sicherheit lassen dich auch die verbauten Scheibenbremsen
nicht im Stich. Sie bieten dir eine gute Bremsleistung und wenn es mal drauf ankommt, bringen sie dich sicher zum Stehen. Und natürlich lässt sich das Fahrrad auch immer komfortabel abstellen, da es einen massiven Ständer aus Metall verbaut hat, der hier auch mal bei unebenen Untergründen dein Bike sicher stehen lässt. So, ich fahre das Bike jetzt mal directly auf dem Feldweg. Was sozusagen bedeutet, dass man hier auch mal so ein bisschen die Geländefähigkeit testet. Natürlich vom Anzug her und vom Tretverhalten her und von der Unterstützung her gibt es hier gar keine Probleme. Das fährt sich richtig gut. Was ich hier positiv erwähnen muss, ist natürlich der Sattel, weil der Sattel, der hält dich richtig schön kuschelig in der Spur quasi. Also der ist nicht hart oder macht irgendwelche anderen Dinge, sondern der federt dich so richtig schön ab. Was natürlich ein bisschen kritikwürdig ist, ist dann die fehlende Federung hier vorne in der Gabel, weil das merkst du wirklich. Also wenn du jetzt hier direkt über Huckel fährst und so ein bisschen unebenen Boden hast und vielleicht noch ein bisschen schneller fährst, das geht auf die Arme. Ja, ich sag mal, der Po, der ist entspannt und gefedert, aber hier die Arme und vorne der Lenker, hier musst du wirklich schon richtig fest in den Lenker greifen, damit das funktioniert. Und anhand dieses unebenen Bodens merkst du natürlich dann auch schon jede einzelne Bodenwelle, weil halt die Gabel in diesem Modell nicht gefedert ist. Das etwas teurere Modell hat dann wiederum eine gefederte Gabel, aber dafür hast du wenigstens hier im Rücken keine Stauchung. Der Sattel, der funktioniert und am Hintern ist es wohl und angenehm. Aber wie gesagt, es ist wirklich zu merken auf unebenem Gelände, dass hier die Gabelfederung echt fehlt. Ansonsten kann ich sagen, fährt sich super das Fahrrad von der Unterstützung her. Hier klappert auch nichts. Also das ist neu zusammengebaut und wenn man jetzt so fährt, du hörst hier nichts klappern. Das ist eine richtig schöne Atmosphäre. Gerade auch mit dem gebogenen Lenker. Du hast hier so ein bisschen mehr Griff für deine Fahrt und echt eine super Übersicht und kannst hier so leicht vor dich hin chillen. Es ist natürlich kein Rennrad und es ist auch kein Mountainbike. Es ist als Citybike gedacht, um mal irgendwo auch abzubiegen. Und genau dafür ist es richtig. Allerdings, wie gesagt, Feldwege solltest du mit diesem Bike meiden oder halt nicht so oft fahren. Es sei denn, du möchtest hier so vom Fahrrad steigen, dass du sozusagen so ein bisschen gestaucht bist. Ansonsten easy, gut, gefällt mir, top. Jetzt sind wir natürlich wieder auf der Strecke, wo das Mesalite ST hingehört, nämlich auf den Radweg und gleichzeitig auch auf die Straße. Und da vorne kommt ein kleiner Berg. Und da kann man jetzt mal die Unterstützung hier so ein bisschen abfordern und gucken, wie das ist am Berg. Und wenn man jetzt mal so relaxed an den Berg ranfährt und erstmal aufhört zu treten, jetzt kommt so ein bisschen die Anhöhung. Man tritt einfach immer weiter und er merkt wirklich, die Anhöhe gibt zwar jetzt nicht den Mega-Power, aber du hast kein Problem beim Treten. Du bist wirklich in dem gleichen Modus, in dem du sonst auch trittst, bei 22, 23 km/h den Berg hoch. Und das ist schon ein kleines Stückchen. Also mit einem normalen Fahrrad würdest du hier wirklich langsam anfangen zu pusten. Und hier wirst du unterstützt. Du trittst einfach weiter und den Rest macht der Motor. Klingelmäßig ist natürlich hier alles verbaut, was du brauchst. Eine super Hupe. Und die klingelt vor sich hin. Wir werden es mal jetzt probieren bei ihm. Er hört es nicht. Er hat Kopfhörer. Alles klar. Gut. Also bei Kopfhörern hilft die beste Klingel nichts. Da funktioniert nicht, aber ansonsten funktioniert sie. Man hört sie. Wenn du hier die beiden Tasten gleichzeitig drückst, zusammen mit der Lichttaste, kommst du in einen weiteren Modus und dieser Modus zeigt dir hier natürlich an, dass du auf Privatgrundstücken auch schneller fahren kannst. Du kannst die Geschwindigkeit hochstellen, das geht bis 99 km/h. Ich sag mal, so eine durchschnittliche Geschwindigkeit mit diesem Bike ist möglich, so um die 35 bis knapp 40 km/h. Dann funktioniert es auch nicht mehr. Und dann kannst du natürlich noch ein paar Getriebeeinstellungen ändern, wenn du möchtest, ob du jetzt mit 3-Gang-Automatik bzw. mit 5-Gang-Automatik fahren möchtest, was bedeutet,
dass du hier nicht mehr 5 Stufen hast zur Einstellung, sondern nur 3 Stufen, was auch teilweise optimaler ist. Und dann geht es natürlich noch weiter mit den Einstellungen. Manchmal resettet sich das Display dann direkt zurück. Du kannst auch nochmal die Spannungsebene einstellen, den Raddurchmesser verstellen, Tachomagnete und so weiter und so fort. Fahrmodus ist jetzt mal interessant, was da drin ist. Nur Pedal, nur Gaspedal. Wenn du jetzt ein Gaspedal mit anbauen würdest, was jetzt auch nicht zulässig ist, dann kannst du das sozusagen hier drüber steuern. Und dann gibt es noch Intensitätsstufen und so weiter und so fort. Werksreset kannst du auch noch durchführen. Brauchen wir alles nicht. Wie gesagt, du hast sehr viele Möglichkeiten hier nochmal zusätzlich Dinge einzustellen, die du haben möchtest und die dir vielleicht auch bei der Fahrt was bringen. Und wenn du dann die Tasten nicht weiter bedienst und das Display auch eine Weile in Ruhe lässt, dann geht das automatisch wieder in den Modus. Und ihr seht schon, so muss das Fahrrad aussehen nach einem guten Test. Teilweise schmutzig, gut gefahren. Was ich euch noch ans Herz legen möchte, ist natürlich, dass die Kette definitiv etwas Schmierung vertragen könnte. Das heißt, das wird ausgeliefert, ohne dass die Kette geschmiert ist. Da sollte man dann noch wirklich ein bisschen was ranmachen, damit sie dann fluffiger auch in der Schaltung läuft. Das ist komplett trocken ausgeliefert. Da würde ich euch nochmal empfehlen, da was raufzumachen, damit das dann alles richtig flutscht und das Fahren funktioniert. Auch zu den Kabeln kann man sagen, dass die echt wunderbar verarbeitet sind. Die wackeln hier nicht rum, die halten wirklich fest. Auch beim Lenken stört nichts. Da haben sie es wirklich gut gemacht mit den Kabeleinlässen und natürlich auch Auslässen. Da kann nicht allzu viel passieren, finde ich sehr schön, weil man hat manchmal Fahrräder, wo es echt schlimmer gelöst ist und einige Kabel rumhängen und das muss alles nicht so sein. Aber hier kriegt man für wenig Geld absolut Qualität, würde ich jetzt mal behaupten. In dem Preissegment ist das echt nicht normal. Was ich auch noch sagen muss, ist natürlich die Unterstützungsstufe. Wenn man jetzt mal mit dem Bike anfährt, von 0 auf so 3, 4 km/h, dann merkst du, bei 4 km/h kriegst du dann die Unterstützung. Bis 3 km/h passiert nichts und die geht dann auch richtig schnell nach oben. Du musst kaum was tun. Von der Unterstützung her bist du wirklich sehr schnell auf deiner Geschwindigkeit von 24,5 bis 25 km/h. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Fahrrad für Faule. Ja, also wer nur so treten möchte und vorwärts kommen will in Stufe 3 bis 5, der kann das tun. Aber es hat natürlich auch dann wiederum seinen positiven Zweck, wenn du das wirklich als Jobbike benutzt, zur Arbeit hin und zurück, kommst du nicht mit Schweißperlen auf der Stirn auf der Arbeit an, sondern bist wirklich relaxed. Und für die einen oder anderen ist es natürlich eine bessere Möglichkeit, dieses Fahrrad zu fahren, anstatt morgens in den vollen, miefigen Bus einzusteigen, beziehungsweise in die volle, miefige S-Bahn. Und hier hat man ein bisschen Luft um die Nase, strengt sich wirklich nicht allzu doll an. Man muss einfach nur treten, den Rest macht das Fahrrad definitiv alleine. Und ich bin mehr so ein Typ, ich fahre dann doch schon mal auch mit dem richtigen Fahrrad ohne E-Bike-Unterstützung gerne in den Wald, um hier auch mal wieder das ganz normale Fahrradfahren nicht zu verlernen, dass sich der Körper so ein bisschen anstrengt. Aber wie gesagt, wer das hier mag, mit Stufe 4 bis 5 einfach vor sich hinzufahren und zu cruisen, für den ist es, glaube ich, das richtige Bike. So, und jetzt fahren wir mal ein bisschen schneller. Ich sag mal so, die gewünschten 25 km/h, die man immer so fahren kann. Und aus diesen 25 km/h jetzt direkt ein Bremstest. Also die Bremsen, wenn man sie gut einstellt, sind wirklich perfekt. Ich mache das Ganze nochmal. Also nochmal auf 25 km/h rauf und Vollbremsung. Zack, perfekt. Was willst du mehr? Ist wirklich eine schöne Geschichte. Kann man jetzt echt nichts gegen sagen. Das sind zwar keine hydraulischen Scheibenbremsen, aber das sind normale Scheibenbremsen und die machen ihren Job, wie man eben gesehen hat. Und ansonsten, was kannst du hier meckern für den Preis? Ein E-Bike, was sich so im Durchschnitt zwischen 30
und 60 Kilometer weit bringt, kommt natürlich auf die Strecke an. Bei mir war es so, ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen, wo ich das Bike getestet habe, so circa 50 Kilometer geschafft. Allerdings mit Licht an, dann wiederum auch mit Gegenwind, dann schneller fahren und unterstützen lassen in Stufe 5 und so weiter und so fort. Also ich sage mal locker über den Daumen gepeilt, definitiv 50 Kilometer im Mischmasch. Und das reicht doch für einen Tag zur Arbeit hin und zurück. Oder wo du auch immer hin möchtest, 25 Kilometer Fahrtweg ist schon sportlich, wenn du das aufteilst. Und ansonsten kann man nicht meckern. Preis-Leistungs-Verhältnis muss man immer im Auge haben. Die Farbe ist auch cool. Dich erkennt immer jeder. Jeder weiß, dass du auf Arbeit bist, beziehungsweise dass du da bist mit dieser Farbe. Sozusagen Bumblebee-Gelb. Ja, ich hoffe nicht, dass der jetzt noch sozusagen zum Bumblebee wird, aber es ist mal ein Test, die Farbe hier sozusagen auszuprobieren. Warum nicht? Der ADAC und die Post haben genau die gleiche Farbe, aber du fällst halt auf. Und es ist mal ein anderer Look als dieses Silbergrau, Schwarz und die ganzen anderen Geschichten. Fazit: Wer ein günstiges E-Bike für die Stadt oder zum Pendeln sucht, der ist bei diesem Produkt genau richtig. Für gut 1000 € erhältst du alles, was nötig ist und sogar noch viel, viel mehr. Die robuste Bauform und die Ausstattung und das kreative Design machen das Mogwheel Mesalite ST 2.0 zum Hingucker. Für weitere Details findest du natürlich alle Informationen nochmal in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.